Moin! Moin! Ja, heute geht es um etwas, was du so noch nie erlebt hast, weil du dir nämlich ein ganz neues Leben schenkst, was das mit dem Seelenpartner zu tun hat, was das mit dem Frühling zu tun hat und welches Gericht wir dir heute mitgebracht haben, das verraten wir dir jetzt. Herzlich willkommen bei Seelenpartner kochen glücklich mit Annette und Lutz, hallo. Und zwar haben wir heute für dich oder eben für euch, je nachdem, ob ihr zusammen kochen wollt, eine Spargeltat mitgebracht. Wir haben hier nämlich herrlich grünen Spargel. Damit wollen wir jetzt was ganz Tolles zaubern. Nämlich Ja, ein Frühlingsgericht dazu gibt es natürlich noch Bärlauchpesto. mit Bärlauchpesto. Also mega, mega lecker. Auf die einzelnen Zutaten kommen wir gleich. Lass uns doch erstmal ein bisschen über das Thema Seelenpartner, hast du noch nie erlebt, Neubeginn, was ja zum Frühling passt, so ein bisschen quatschen, oder? Was hältst du davon? Können wir machen, genau. Ne? Ja, warum nicht? Weil das Spannende ist ja, Frühling ist ja Neubeginn. Richtig. Alles wächst, alles frisch. Ja, und es blüht und es ist so diese Fülle, die wir so spüren können und die ja einfach auch geschieht, wenn du in eine Seelenpartnerschaft gehst. Genau so Das ist ist es. auch Fülle. Das ist nämlich auch ein Neubeginn sozusagen. Wie war denn noch dieser Schlager immer? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Wer war denn das? Ich weiß es nicht, ich bin auch kein Schlagerfan. Aber wenn du Jürgen das Markus. bist, alles gut. Jürgen Markus. Also Ja. wie auch immer, ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber es ist ja so, da hat er ja recht. Ja, Es ist eine neue Liebe, es wäre ein neues Leben und wir wissen doch, wie es ist, wenn man sich verliebt hat. Alles ist toll, rosarote Brille. Ne? Man ist glücklich, einen kann niemand was anhaben, man schwebt auf Wolke 7. Man ist auch nicht krank, das ist ja auch noch das Tolle. Also du bist so immun, das ist ja wirklich toll. So, und nun ist es natürlich nochmal eine extreme Steigerung, wenn es sich um deinen Seelenpartner handelt. richtig, ja. Weil du dir damit wirklich ein neues Leben schenkst. Es ist wie ein Neubeginn, weil es ist alles anders als das, was du vorher dachtest, wie es sein sollte mit der Aber wie Liebe. im Frühling, es wächst jeden Tag neu. Ja, es wächst jeden Tag neu und es wird immer voller Ja. und frischer und was wir ja auch immer, oder dieses Phänomen, was ich echt nie dachte, dass es funktioniert, dass man sich ja auch immer mehr ineinander verliebt. Ne? Richtig. Die Liebe wird also immer stärker, sie darf immer mehr wachsen und immer mehr reifen, weil du als Mensch, als Seele auch immer mehr wachsen und reifen darfst. Und das ist ja das Tolle daran. Da geht es nicht darum, den anderen zu verbiegen oder zu, ne? Nein, Du nein, musst so nein. und so, sondern du darfst so sein, wie du bist. Du darfst erblühen. Und das ist ja das Spannende eben auch beim Frühling. Ja. Ne? Man darf wachsen. Ja, und das Tolle ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast im Frühling, der ist ja nicht, dass irgendwie, egal wie groß oder wie klein der Strauch ist, der Baum ist oder was auch immer, sie zeigen alles, was sie können, ihre ganze Pracht. Ne? Sie präsentieren sich und sagen nicht, oh, ich darf nur ein kleines Blatt zeigen. Ne? Nein, Nicht, dass der andere voll vielleicht, Haus. Ja. weiß ich nicht, jetzt das vielleicht nicht so gut finden könnte. Und das ist das Tolle eben auch bei der Seelenpartnerschaft. Du darfst so sein, wie du bist. Du darfst hier aufmachen, dein Herz. Du darfst dein wundervolles Wesen zeigen. Und vor allen Dingen darfst du mal all diese Altlasten, all das, was du mitschleppst, ne? Diese ganzen alten Programmierungen, die du hast, diese ganzen Ängste, diese ganzen Habits, wollte ich schon sagen, diese ganzen Gewohnheiten, die du hast, das darfst du alles hinter dir lassen, das darfst du alles Loslassen, auflösen, genau. loslassen und du darfst dich wirklich voll und ganz in diese Liebe stürzen. Oder? Ja, so ist es. Toll. So, aber jetzt wollen wir gucken. Und so einfach geht unser leckeres Bärlauchpesto. Wir brauchen frisch gepflückten Bärlauch. Am Mixer Da tun wir alles rein. Bärlauch. mit den Knospen. Die sind nämlich mega lecker. 25 Gramm Pinienkerne. 50 Gramm Parmigiano. 3 Esslöffel natives Olivenöl. So, und das Ganze wird gemixt. Mehr soll's nicht vergessen. Stimmt. Et voilà. Lecker Mega lecker. und so einfach. Das beste Bärlauchpesto auf der ganzen Welt. Stimmt. Für unsere leckere Spargeltat mit Bärlauchpesto brauchen wir 500 Gramm Spargel. Auf eine Länge geschnitten. Nehmt am besten Dünnspargel, dann braucht ihr den nicht vorkochen. Ein Mixer wird benötigt. In diesen Mixer kommen 100 Gramm Schafskäse, 100 Gramm Creme fraiche.
und Bergkäse. 50 Gramm, aber wir nehmen nur einen Teil davon, weil wir den anderen Teil zum Überbacken benutzen. Und dann, Lutz? Dann 2 Eier. Jawohl, am besten Bio, ne? Die sind immer so besonders lecker. Selbstverständlich. Ach, Lutz, guck doch mal. Na, du machst es schon weg. Schwarzen Pfeffer. Ein wenig Meersalz. Alles gemixt zu einer That's it. homogenen Masse. Und hier haben wir die Füllung. Jetzt brauchen wir, Handelsüblichen Blätterteig. genau, und da macht ihr euch so eine Form. Das heißt, ihr nehmt so 1 Zentimeter so vom Rand, knickt den so ein bisschen um. Dass so eine kleine Schale entsteht. Genau, so eine kleine Form, damit wir dann nachher unsere leckere Bärlauchpesto da reinmachen können. Schön verstreichen. Genau. Dann, Kommt unsere homogene Masse aus den Zutaten drauf. genau, unsere Füllung. Passt perfekt. Ja, gut gemacht. Und dann, Nach und nach den Spargel. Könntest mir mal helfen, finde ich. ja, mache ich doch mal. Ist ja auch eine schöne Gemeinschaftsarbeit für Seelenpartner, ne? Ja, sehr inspirierend. Ein bisschen Ja. festdrücken das Ganze. Und jetzt kommt der Rest Bergkäse drauf, dass Und richtig das- schön überbacken wird. Und das war es eigentlich auch schon. Hm. Wie immer sehr leicht. Und einfach. Genau. Und lecker. Sowas von. So, und das kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad für 30 Minuten. Und wie sieht's aus, wenn es fertig ist? So. Lecker. Lecker! Und das ist das Ergebnis. Haben wir fertig angerichtet. Mega, mega lecker. Ich würde noch so ein bisschen Pfeffer drauf machen. Ja, mach doch mal. Ne? Soll ich einfach mal? Ja, gerne. Und dann können wir gleich mal probieren. Sieht ein bisschen schöner aus, ne? Ja. So, So. lecker. So, bevor wir probieren, was würdest du denn, ich meine, du hast das ja erlebt. Ja. Also ich auch, ich habe mir auch ein neues Leben geschenkt durch den Seelenpartner, aber bei dir war das ja nochmal, ich war ja Single damals, aber bei dir war das ja nochmal eine Stufe härter in dem Sinne, weil du warst verheiratet und musstest deine Ehefrau verlassen für diese Liebe. Und erzähl doch mal, um vielleicht auch den Zuschauern ein bisschen Mut zu machen, sich wirklich zu trauen. Also vielleicht gerade die Jungs, die da denken so, oh Gott, ich muss mein Herz so öffnen und was passiert denn da? Wir Mädels sind ja meistens ein bisschen weiter, aber vielleicht, dass du da nochmal so ein bisschen Mut machst oder einfach nochmal einlädst, warum die sich trauen sollten. Ist ganz klar, also es ist nicht einfach, die Ehefrau zu verlassen, es ist nicht einfach, auch Familie und alles Mögliche, das ist überhaupt nicht das Thema und es soll auch niemand wehgetan werden, obwohl man es natürlich tut. Aber warum lohnt sich das? Und Ich kann nur sagen, wenn man so einen Seelenpartner trifft, man erkennt es einfach und man muss eventuell Sachen aufgeben, aber man spürt, dass es diesen Seelenpartner gibt. Und dann muss man alles für tun, also ich habe alles für getan, um ja, mit dem auch zusammen zu sein. Und das war die beste Entscheidung. Seitdem hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. was hat sich da verändert für dich? Ich kann leben, wie ich möchte, du akzeptierst mich, man wächst gegenseitig, es ist kein Konkurrenz, es ist auf Augenhöhe. Ja, Das ist das, was einfach den ganzen Tag so bereichert. ja. Und ich glaube, was viele einfach noch machen, ist, dass sie natürlich noch in dem, was wir gelernt haben, wie eine Beziehung sein muss oder wie eine Ehe sein muss oder wie was sein muss. Und davon befreien sich einfach Seelenpartner. Es kann auch dauern, bis man zusammenkommt. War bei uns ja auch so, wie gesagt. Aber Muss natürlich schon auch wohl überdacht sein, gerade wenn du halt Familie hast, verheiratet bist und das ist ein gewaltiger Schritt, da rauszugehen, um dich halt eben für deine Seelenpartnerin oder eben auch für deinen Seelenpartner zu entscheiden. einfach machen. Aber es lohnt sich, ne? Aber was du ja auch gemacht hast, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, auch wirklich, es hört sich immer so ein bisschen doof an zu sagen, in Liebe die alte Ehe oder wie auch immer zu verlassen, sondern das heißt auch wirklich versuchen, es auf gutem Wege zu machen. Es kann Auf jeden immer, Fall, ja. es kann jeden treffen und das darf man nicht vergessen. Es kann jeden treffen, dass du auf einmal deinen Seelenpartner triffst und siehst und erkennst, die da oben, die nehmen da keine Rücksicht drauf, ob du verheiratet bist, Anscheinend ob du nicht, ne? auf einem anderen Kontinent bist oder was auch immer ist. Aber das so fair wie möglich, ich weiß gar nicht, ich finde gar nicht so ein Wort dafür, aber trotzdem in Liebe aus dem Herzen heraus
so gut wie möglich eben auch versuchen zu lösen. Weil letztendlich bedeutet das ja, dass eben ja auch deine Ex-Frau... Man hat ja auch eine schöne Zeit gehabt. Das Ja, ist ja, natürlich. ne? Aber für sie ist ja auch ein Seelenpartner da. Richtig. Ihr wart es halt nicht füreinander und das darf man auch nicht vergessen. So, jetzt wollen wir aber Einmal probieren hier. verköstigen. Ne? Aber noch mal kurz, bevor wir es machen. Also, erzählt doch mal, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wo seid ihr, auf welchem Stand seid ihr? Habt ihr euren Seelenpartner schon erkannt, schon gefunden? Wo seid ihr gerade? Ist es gerade die Phase, oh, ich weiß nicht, ob ich mich trauen kann, was ist der Next Step? Oder ich habe mich getraut, ihr seid vielleicht zusammen und sagt, bam, High Five, das war das Beste, was wir jemals machen konnten, wir haben uns getraut. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Das ist mega, mega spannend, wenn wir uns da einfach, einfach mal sehen, wo ihr steht. Würde mich auch mal interessieren, was die Jungs so denken. Ja, was die Jungs so denken, schreibt das gerne mal rein. Und wenn ihr sagt, oh Mensch, wir wollen uns auch so eine tolle Partnerschaft wie ihr aufbauen, wir sind ja noch am Anfang noch so ein bisschen unsicher, wir haben ein super Seelenpartnerschaftsprogramm. Guckt euch das an auf meiner Webpage annebumesser.com oder wenn du sagst, ich will jetzt auch mal einen Seelenpartner haben, ne? Dann können wir das alles channeln. Genau. Wir freuen uns natürlich über ein Like, ganz klar, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast. Drück die Glocke, ihr seid herzlich eingeladen. So, und jetzt. Los geht's. Also, Spargeltart mit eigener Pesto. Und? Ist das wieder lecker? Lecker. Einfach. Einfach. I Super. love it. Das ist so toll. Und weißt du, was das auch so toll daran ist? Es hat, obwohl es diese Leichtigkeit hat, aber auch diese Fülle. Ja. Diese Fülle, wofür der Frühling steht. Das ist so richtig vollmundig. Das ist der Bärlauch ist ein Hammer, ne? Oh Gott, ich muss noch mal einnehmen. Ich auch nochmal. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, Ja. guten Hunger, lasst es euch schmecken. Glaubt an euch, gebt nicht auf, es lohnt sich wirklich. Ein bisschen Mut muss man haben. Liebe ist wie ein Genau. neues Leben. Da. Und Also, ciao. tschüssi. Tschüss.